Was gibt es Leckereres als eine Scheibe frisch gebackenes Brot mit Butter und Salz? Und heute zeige ich euch, wie ihr dieses wunderbare Stück hier ganz einfach selber backen könnt. Ihr braucht dafür nur 4 oder 5 Zutaten, außerdem einen Topf oder einen Breter und ein bisschen Zeit. Und wie das ganz einfach funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit hallo zusammen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute wollen wir mal ein schnelles Brot zusammen selber machen und dazu werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Zutaten. An diesem Rezept gefällt mir besonders gut, dass ihr auch einfach ein paar Reste verwerten könnt. Ihr seht es hier zum Beispiel bei dem Mehl. Ich habe 500 Gramm Mehl verwendet, das sind ganz unterschiedliche Mehle. Da ist ein Weizen-Vollkornmehl mit drin, da ist ein Dinkelmehl mit drin und da ist ein normales Weizenmehl Typ 550 mit drin. Also da könnt ihr quasi eigentlich alles benutzen, was ihr noch an Resten im Hause habt. Außerdem brauche ich 350 Gramm Wasser, das ist ein lauwarmes Wasser, was ich hier habe. Darin werden wir gleich unsere Hefe auflösen. Darüber hinaus, wie gesagt, die Hefe. Ich habe hier eine Trockenhefe, das ist ein halbes Päckchen auf 500 Gramm. Ihr könnt aber auch gerne frische Hefe verwenden, dann empfehle ich euch so ungefähr 7 bis 8 Gramm frische Hefe auf 500 Gramm Mehl. Dann haben wir außerdem noch Salz, das sind 10 Gramm grobes Meersalz. Ihr könnt aber auch ein feines Meersalz oder ein feines Siedesalz benutzen, das ist gar kein Problem. Und wer mag, der kann sein Brot noch mit ein bisschen Brotgewürz aromatisieren. Ich empfehle euch so ungefähr einen halben Teelöffel auf 500 Gramm Mehl. Das Brotgewürz gibt eurem Brot noch ein bisschen mehr Geschmack. Da sind Anis, Fenchel, Kümmel mit drin. Ich glaube Koriander auch noch mit dazu. Und ja, passt wunderbar zu etwas dunkleren Mischbroten. Und das sind auch schon alle Zutaten. Wir wollen uns jetzt mal schnell an die Zubereitung dieses Brots machen. Dafür braucht ihr ungefähr 5 Minuten Zeit. Ich beginne zunächst mal damit, dass ich die Hefe in dem Wasser auflöse. Könnt ihr einfach so ein bisschen mit einem Löffel rühren, dass die Trockenhefe sich auflösen kann. Das würde ich übrigens mit frischer Hefe genauso machen. Also einfach gut verrühren und kurz stehen lassen. In der Zeit, in der die Hefe nun sich auflösen kann, gebe ich außerdem das Mehl in meine Rührschüssel. Ich empfehle euch auf jeden Fall, das Brot mit einer Küchenmaschine zu backen. Das ist ein bisschen entspannter, als wenn ihr da jetzt irgendwie 5 Minuten kneten müsst. Zum Mehl gebe ich außerdem noch mein Meersalz. Wie gesagt, das sind so ungefähr 10 bis 11 Gramm. Gerne ein bisschen mehr, weil Brot darf schon ein bisschen Salz haben. Dazu kommt außerdem mein Brotgewürz. Das müsst ihr nicht mit reinnehmen, das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr das nicht mögt. Ich möchte es gerne mal machen und wir können mal ausprobieren damit. Und deshalb geben wir das mit in unseren Teig. So, jetzt brauchen wir den Knethaken für die Küchenmaschine. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mit der Hand kneten. Dann nehmt ihr euch einfach ja, eine bemehlte Arbeitsfläche und knetet den Teig darauf. Auf geringer Stufe werde ich jetzt erstmal Mehl, Brotgewürz und das Salz miteinander vermengen lassen. Und gleich geben wir dann unsere Hefe-Wassermischung mit dazu. Ich gebe jetzt nach und nach ein bisschen was von dem Hefewasser mit dazu, damit sich langsam ein richtig schöner Teig bilden kann. Ja, und das riecht auch schon wunderbar hier nach diesem Brotgewürz. Ich möchte euch noch einen Tipp geben, und zwar, dazu mache ich die Maschine mal aus. Achtet in jedem Fall darauf, dass sich das gesamte Mehl, was jetzt hier noch am Rand klebt, dass sich das mit eurem Teig vermengt, weil ja, wir wollen das ja alles mit drin haben und nicht später irgendwie Mehlanschlüsse haben. Also klopft gegebenenfalls ganz manchmal so ein bisschen gegen diese Schüssel, damit sich die Mehlreste dann dort absondern können und natürlich auch von eurem Teig aufgenommen werden können. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen abkratzen mit so einem Teigschaber oder so, das funktioniert genauso gut. Ich empfehle euch, lasst den Teig so ungefähr 5 bis 10 Minuten ganz in Ruhe kneten und dann geht es auch gleich schon an die Ruhephase. So, und wenn euer Teig dann richtig schön geschmeidig geworden ist, ihr seht das, er löst sich super vom Knethaken. Ich helfe da mal ein bisschen nach. Ein bisschen klebrig ist er noch, ihr seht das hier. Das ist aber gar nicht problematisch, weil der Teig jetzt ein bisschen ruhen darf und später wird er dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche ohnehin nochmal bearbeitet.
Ich werde meinen Teig jetzt abgedeckt für 1 Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen. Das könnt ihr auf einer Heizung machen. Ich mache das hier immer. Ich habe immer in der Küche so eine Wärmelampe mir mal einbauen lassen. Ich weiß, es ist ziemlicher Luxus, aber ich benutze sie ziemlich viel. Und genau, da könnt ihr den Teig jetzt einfach 1 Stunde drunter gehen lassen, damit die Hefe arbeiten kann. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann empfehle ich euch, versucht mal diesen Teig am Vorabend vorzubereiten und den für eine Nacht im Kühlschrank gehen zu lassen. In dem Moment entwickelt der Teig nochmal viel, viel mehr Aroma und wird viel aromatischer und viel kräftiger und viel leckerer. Das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Wie gesagt, ich lasse meinen Teig hier jetzt entspannt 1 Stunde gehen und dann werden wir unser Brot backen. Also bleibt dran, wir sehen uns nach der Teigruhe wieder. Ja, und kurz bevor unsere Teigruhe dann auch abgeschlossen ist, da heize ich schon mal den Backofen vor. Ich nehme hier immer gerne Ober-Unterhitze bei 250 Grad. Denn darin wollen wir jetzt auch unseren Bräter mit vorheizen, indem wir unser Brot backen werden. Ihr gebt den einfach mit rein, sowohl mit Deckel als auch mit Topf. Und dann kann das Ganze jetzt für ungefähr, ich sag mal, eine halbe Stunde bis 1 Stunde vorheizen. So, und wenn mein Teig dann lange genug geruht hat, das war jetzt wie gesagt eine knappe Stunde, dann gebe ich ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Da könnt ihr ruhig eine kräftige Menge Mehl rauf machen. Ich benutze immer gerne so einen Teigschaber oder so eine Teigkarte hier, um meinen Teig vorsichtig aus der Schüssel zu lösen. Das Ganze geben wir jetzt einfach auf die bemehlte Arbeitsfläche. Ruhig auch schauen, wenn hier noch ein bisschen was in der Schüssel ist, das können wir natürlich gerne mitverarbeiten. Und jetzt können wir noch ein bisschen Mehl auf den Teig geben. Jetzt achtet darauf, dass ihr den jetzt nicht knetet wie verrückt, weil wir haben ja ganz viele Luftanschlüsse mit drin durch die G- oder durch die Teigruhe. Die wollen wir natürlich auch drin behalten, weil unser Brot soll ja so ein bisschen luftig werden. Daher werde ich jetzt diese Teigkarte nehmen und werde meinen Teig einfach von den Ecken hin zur Mitte so 3- bis 4-mal umschlagen. Also ihr seht das hier, das ist natürlich auch ein bisschen klebrig der Teig. Und einfach zur Mitte hin umschlagen, so dass wir einen schönen runden Brotleib bekommen. Das überschüssige Mehl können wir hier einfach zur Seite nehmen. Und dann achtet darauf, dass ihr diese Falz hier unten habt, dass das Brot verschlossen ist. Und dann können wir es, ich nehme hier schon mal das Backpapier, mit dieser Falz nach unten einfach einmal in die Hand nehmen, ein bisschen rund formen, dass es hier so eine schöne runde Form bekommt. Und dann geben wir es einfach so auf das Backpapier. Jetzt schnappt ihr euch eine Schüssel und gebt das Brot mit dem Backpapier zusammen einfach zack in diese Schüssel, ein bisschen schick machen hier. Dann kommt außerdem wieder das Tuch darüber und dann geht es nochmal zur Teigruhe. Ja, ihr kennt es schon, hier drunter liegt jetzt unser geformtes Brot und darf jetzt nochmal ungefähr eine halbe Stunde bis 1 Stunde, genauso lange, wie ihr den Backofen vorheizen lasst. Ganz entspannt ruhen, gehen, dabei wird sich der Teig auch nochmal luftig verdoppeln oder nochmal schön aufgehen. Und das ist ja genau das, was wir bei unserem luftigen, schnellen Brot haben wollen. Ja, und schließlich ist es dann an der Zeit, das Brot zu backen. Ihr könnt jetzt dem Brot mit einem scharfen Messer noch so einen kleinen Schnitt hier verpassen. Das geht entweder mit einem scharfen Messer oder mit einer Rasierklinge. Also einfach, dass wir hier die Teigoberfläche so ein bisschen einschneiden. Ich mache jetzt mal hier so 3 Schnitte. Außerdem gebe ich noch ein kleines bisschen Mehl mit über das Brot. Das sieht, finde ich, immer schön aus, wenn es dann gebacken ist. Und dann kommt jetzt auch der Teil, bei dem ihr ein bisschen vorsichtig sein müsst, denn wir öffnen jetzt den Ofen und holen den Topf heraus. Ich habe jetzt hier so einen Wagen, das geht natürlich ganz gut, so ein Teleskopauszug. Wenn nicht, nehmt diesen gesamten Topf einfach natürlich mit Topfhandschuhen oder mit Topflappen, stellt ihn auf eine hitzebeständige Fläche und gebt euer Brot da rein. Ich nehme jetzt mal meinen Deckel ab, lege ihn auf ein Holzbrett, dass da jetzt nicht irgendwas passieren kann.
Und jetzt gebe ich mein vorgeformtes Brot, ich nehme das hier einfach jetzt aus der Form oder aus dieser Schüssel und gebe es zusammen mit dem Backpapier einfach in mein Brät. Und in dem Moment sieht man schon, dass das Brot jetzt auch schon anfängt zu arbeiten. Deshalb schnell den Deckel wieder rauf, auf jeden Fall Handschuhe benutzen, ganz wichtig. Deckel rauf, Ofen zu und dann kann euer Brot jetzt für 30 Minuten bei 250 Grad backen. Und nach einer halben Stunde ist es dann auch mal an der Zeit, unser Brot aus dem Ofen zu nehmen. Wir sind jetzt mit dem Backen noch nicht fertig, aber wir wollen schon mal einen Blick drauf werfen. Außerdem entfernen wir nämlich jetzt den Deckel. Und ihr seht, das sieht doch schon wirklich fantastisch aus, dieses Brot. Es hat schon eine richtige Krume bekommen und auch an den Einschnitten ist es richtig schön aufgegangen. Wie gesagt, wir werden dieses Brot jetzt noch 20 Minuten ohne Deckel im Bräter oder im Topf weiterbacken. Ich würde jetzt noch, weil ihr seht hier, das Backpapier wird schon so ein ganz kleines, ja, so ein ganz kleines bisschen dunkel. Das würde ich jetzt noch entfernen. Dazu nehme ich einfach meine Hände. Seid natürlich nur ein bisschen vorsichtig, weil dieser Bräter ist natürlich wirklich heiß. Ihr könnt das natürlich auch noch hier mit so einem Holzlöffel oder so einmal und den Finger kurz umstoßen. Und dieses Brot geht jetzt nochmal in den Backofen, allerdings ohne Deckel und bei einer geringeren Temperatur, denn ich werde die Ofentemperatur jetzt auf 200 Grad heruntersetzen und dann lassen wir es nochmal 20 Minuten backen. Und schließlich sind dann die weiteren 20 Minuten auch noch rum und unser Brot sieht jetzt so aus. Ja, das ist wirklich wieder richtig schön geworden. Natürlich ist das jetzt alles noch ziemlich heiß, aber ihr seht, es hat sich eine richtig schöne Krume gebildet. Und das kriegen wir auch, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch nur in einem Gusseisentopf so richtig schön hin. Ich werde das Brot jetzt vorsichtig aus dem Topf nehmen. Wie gesagt, seid dabei wirklich vorsichtig, weil der Topf ist sehr heiß. Und nun ist es wichtig, dass wir das Brot noch vollständig auskühlen lassen. Aber ich will euch davor schon mal zeigen, wie schön die Krume von diesem Brot geworden ist. Und dazu zunächst mal in die Hand und ihr hört es hier. Das ist richtig knusprig und richtig lecker geworden. Und heiß ist es. Ja, und dann ist der große Moment auch schon gekommen, in dem wir unser Brot mal anschneiden wollen. Ich habe es jetzt wirklich komplett auskühlen lassen, damit es sich gut anschneiden lässt. Und genau das werden wir jetzt auch mal tun. Es duftet wunderbar nach diesem Brotgewürz und sieht auch richtig lecker aus. Ist wie so ein dunkles Mischbrot oder wie so ein Mischbrot geworden. Und ich werde mir jetzt auch gleich mal eine schöne Scheibe abschneiden davon. Und ihr hört es auch, wie knusprig diese Krume hier ist. Und die einfach nur mit ein bisschen Butter und mit ein bisschen Salz servieren. Ja, ich hoffe sehr, dieses Video zum Thema Brotbacken hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen ausführlicher ausgefallen ist. Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar und sagt mir, was ihr davon haltet, ob ihr dieses Brotrezept vielleicht ausprobiert habt, ob ihr andere Ideen habt und welches euer Lieblingsbrot ist. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr dem Video einen schnellen Daumen nach oben gebt und auch den Kanal von Tastybits hier auf YouTube gleich abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr natürlich in Zukunft kein neues Video mehr von mir. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Videovorschläge für euch. Zu diesem leckeren Brot empfehle ich euch auf jeden Fall eine leckere Tomatenbutter oder ein leckeres Pesto. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und sage tschüss, bis bald.